So, kommen wir nochmal zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu dem, was da aktuell die Bundesregierung präsentiert, mehr oder weniger. Gitta Connemann ist mir zugeschaltet, die Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion von der CDU. Ist jetzt vielleicht nicht die richtige Partei, aber haben Sie Worte für das, was man da in Berlin gerade erlebt? Also der Kanzler entdeckt die Wirtschaft endlich als Chefsache für sich. Zeit wird's, ich habe es vorhin schon mal gesagt. Und lädt aber die Minister, die ja in seiner Regierung sind, nämlich den Wirtschafts- und Finanzminister, nicht mit ein. Dafür lädt der Finanzminister... Sie wissen, worauf ich hinaus will. Haben Sie Worte dafür? Nee, ich bin fassungslos. Wir erleben einen Rosenkrieg auf offener Bühne. Also 2, in diesem Fall 3 Eheleute verstehen sich nicht mehr, zerschmeißen Porzellan und setzen dafür, und das ist das größte Problem, tatsächlich Bürger und Betriebe als Faustpfand ein bei diesen Gipfeln. Gipfel, Gegengipfel, Gegengipfel. Keiner spricht miteinander. Alle wollen alle an einem Tisch haben. Die Wirtschaft fühlt sich inzwischen als Faustpfand, als Spielball, auch als Wahlkampfmanöver. Und das ist einfach nur noch entwürdigend. Und ich kann nur sagen, macht dieser Tragödie ein Ende. Was glauben Sie denn, Frau Connemann? Eine Woche noch, 2 Wochen, vielleicht noch bis so um den 14., wenn es um den Haushalt geht? Wie lange ist dieses traurige Drama noch ein Drama, dem wir alle folgen müssen, mehr oder weniger? Jeder Tag ist zu viel, denn jeder Tag kostet ja Stabilität. Es geht ja nicht einfach nur um hier Spaß, sondern es ist viel zu bitter, als dass man darüber lachen könnte. Sondern es geht darum, dass die Wirtschaft das letzte Vertrauen in den Standort verliert. Jeden Tag verlagern Betriebe ihre Produktion, jeden Tag verlassen auch Betriebe Deutschland, weil sie nicht anders können. Denn die Ampel regiert nicht. Sie streitet sich, aber sie findet keine Antworten auf die offenen Fragen. Zu hohe Steuern, zu hohe Abgaben, zu hohe Energiekosten, zu viel Bürokratie. Die Antworten liegen auf dem Tisch. Das Allerschlimmste: Die Ampel findet nicht statt in Brüssel. In Brüssel werden aktuell die Weichen für die kommenden 5 Jahre gestellt und die Ampel hat keine Stimme. Das heißt, die deutsche Wirtschaft ist nicht nur auf den Zuschauerposten verbannt, sondern tatsächlich wahrscheinlich zum Abstieg verurteilt. Frau Connemann, jetzt könnte es ja sein, dass möglicherweise aus der Opposition irgendwann mal eine Regierungspartei wird, also jetzt CDU, CSU. Vielleicht ist jetzt nur eine Spekulation, wir wissen es ja nicht, wie lange es noch dauert. Vielleicht müssen wir auch noch ein Jahr aushalten. Aber nur mal angenommen, wir reden seit Jahren und schon länger über die Themen, die immer wieder besprochen werden. Hohe Energiepreise, Wirtschaftsnachteile durch zu viel Bürokratie. Aber lässt sich denn wirklich von heute auf morgen kurzfristig etwas tun, dass so ein Aufatmen durch die Wirtschaft Deutschlands geht, dass Sie sagen, ja, jetzt passiert mal was. Und was müsste gemacht werden? Also erstens wäre das Signal, dass diesem Drama ein Ende gesetzt wird, schon ein motivierendes Signal für die Wirtschaft, die überhaupt nicht mehr weiß, wo sie heute steht. Zweitens gibt es Maßnahmen, die sofort wirken würden. Und das wären strukturelle Entlastungen. Das heißt, bei den Stromkosten sofort die Netzentgelte senken. Das würde den energieintensiven Betrieben in Deutschland helfen, sei es großen oder auch den kleinen. Sofort Steuern reduzieren für Mitarbeiter und für Betriebe, damit alle mehr Netto im Brutto haben, um auch wieder investieren zu können als Betrieb, aber auch wieder konsumieren zu können als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es sind nur 2 Maßnahmen. Das Problem ist, die Ampel redet nicht mehr über Regierungshandeln, sondern die Ampel streitet, streitet, streitet. Und das Problem: Sie müssten die Reißleine ziehen, aber für sie gilt erkennbar nicht der Spruch, zuerst das Land, dann die Partei, sondern die Parteien stehen über alles. Es ist ein Drama und das Drama fällt am Ende der Politik in Gänze auf die Füße. Gitta Connemann, danke schön für das Gespräch.